In diesem Video möchten wir uns einmal anschauen, wie man diesen Indikator, den parabolischen SAR, mit MetaTrader 5 automatisch handeln kann. Wir werden hier diesen Expert Advisor so programmieren, dass er in der Lage ist, eigenständig Positionen zu eröffnen. Man sieht hier diese Punkte. Immer wenn die sich unterhalb des Preises befinden, dann ist das ein Kaufensignal. Und wenn die Punkte oberhalb der Kerzen gezeichnet werden, ist es ein Verkaufensignal. Hier unten haben wir bereits eine erste Position eröffnet und wir werden uns jetzt einmal anschauen, wie man das mit dem Meta-Editor programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler SAR Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und wir entfernen auch die 2 Kommentarzeilen. Zunächst einmal nutzen wir den Include-Befehl, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die bietet uns Handelsfunktionen und damit können wir jetzt von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade erstellen. Die brauchen wir gleich für die Eröffnung der Positionen. In der OnTick-Funktion erstellen wir uns zunächst ein Preisarray mit dem Namen PriceArray. Das übernimmt für uns die Funktion MQLRates. Hier oben passen wir noch den Kommentar an. Danach nutzen wir ArraySetASeries, um unser Array von der aktuellen Kerze an abwärts zu sortieren. Und mit CopyRates füllen wir es mit Preisdaten für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir tun das von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen und speichern das Ergebnis in unserem Preisarray. Außerdem brauchen wir noch einen String für unsere Signalvariable. Die bekommt den Namen Signal. Der Wert wird später zugewiesen, denn den müssen wir erst noch ermitteln. Zuvor berechnen wir erstmal den Ask und den Bitpreis. Diese Information gibt uns die Funktion SymbolInfoDouble für das aktuelle Symbol auf dem Chart. Mit Symbol-Ask bekommen wir den Ask-Preis, mit Symbol-Bit den Bitpreis und NormalizedDouble und _Digits nutzen wir, um die richtige Anzahl der Nachkommastellen zu ermitteln. Hier hätten wir 3 Nachkommastellen und hier 5. Und mit diesem Ausdruck hier wird das für jedes Währungspaar entsprechend angepasst. Jetzt brauchen wir noch ein Array für den SAR-Indikator. Die Definition dieses Indikators geht über die ISAR-Funktion, die in MQL5 eingebaut ist. Auch hier nutzen wir das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Und wenn Sie sich fragen, was diese beiden Werte hier bedeuten, die sehen Sie auch, wenn Sie hier auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Parabolik SAR klicken. Dann sehen wir eine Schrittweite von 0,02 und ein Maximum von 0,2. Und genau das nutzen wir hier auch. Auch dieses Array sortieren wir wieder abwärts von der aktuellen Kerze, indem wir ArraySetASeries verwenden. Und im Anschluss nutzen wir CopyBuffer, um unser SAR-Array anhand der SAR-Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0, also den ersten Signalwert, von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Daten zu füllen. Und jetzt können wir die Werte für die letzte Kerze berechnen. Dazu schauen wir uns einfach die Kerze 1 in unserem Array an und kürzen mit NormalizedDouble und dieser 5 den gemessenen Wert auf 5 Nachkommastellen. Denn wenn Sie hier mal die Maus über einen dieser Punkte halten, dann sehen Sie, bei Value werden auch 5 Nachkommastellen angezeigt und NormalizedDouble rundet halt unsere Zahl auf die angegebene Genauigkeit ab. In unserem Fall sind das diese 5 Nachkommastellen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, allerdings diesmal für Kerze 2. Um die Werte für die Kerze davor zu erhalten. Das Ergebnis speichern wir in der Variablen vorletzter SAR-Wert. Jetzt haben wir soweit alles zusammen, um die Signale zu ermitteln. Ein Kaufensignal haben wir immer, wenn der letzte Wert unter den Kerzen war
und der vorletzte Wert aber noch über den Kerzen war. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Hier war der letzte Punkt über den Kerzen und hier haben wir den Sprung unter die Kerzen. Und wenn das der Fall ist, dann möchten wir gerne kaufen und setzen unser Signal auf den Wert kaufen. Das Verkaufen-Signal ist genau andersherum. Wenn der letzte Wert über den Kerzen war und der vorletzte Wert noch unter den Kerzen war, das wäre hier der Fall gewesen, dann möchten wir gerne verkaufen und weisen den Begriff Verkaufen unserer Signalvariable zu. Wenn unser Signal dem Wert Verkaufen entspricht und wenn die Funktion PositionsTotal kleiner als 1 ist, das wäre der Fall, wenn wir weniger als eine Position geöffnet haben, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andernfalls, wenn unser Signal den Wert Kaufen hat und wir keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Buy und kaufen 10 Microlot. Zum Schluss erstellen wir noch eine Chart-Ausgabe. Das übernimmt der Command-Befehl. Der gibt uns dann den Text, das aktuelle Signal ist und das ermittelte Signal direkt auf dem Chart aus. Okay, das war's soweit. Bitte klicken Sie hier oben auf Kompilieren oder drücken Sie die F7-Taste. Das hat hier ohne Fehler und Warnungen funktioniert. Also können wir jetzt hier klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken STRG und R. Hier wählen wir die neu erstellte Datei simpler SAR standalone EA.ex5 aus, markieren hier die Visualisierungsoption und starten unseren Test. Und hier läuft unser kleiner Expert Advisor auch schon. Wir sehen die Punkte auf dem Chart und hier wurde gerade ein Kaufensignal generiert, was unseren ersten vollautomatischen Trade ausgelöst hat. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie den Parabolic SAR Indikator mit ein paar Zeilen in MQL5 automatisieren können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Codezeilen hier im Meta-Editor.